Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker, Autor und Podcaster und habe euch eine Folge vom QS-Tag 2025 aus Frankfurt mitgebracht. Der QS-Tag ist eine der Konferenzen, wo ich jedes Jahr sehr gerne bin, weil ich dort immer nette Menschen treffe, viel neuen Input bekomme, sei es in den Vorträgen oder im Podcast, und es immer wieder Spaß macht, da in die Community einzutauchen. Bei mir zu Gast war Benjamin Bischof. Und mit ihm habe ich über seinen Weg zum Testen gesprochen. Er war einmal Software-Developer und hat sich dann auf den Weg gemacht zum Test Automation Engineer, Testautomatisierungsentwickler oder wie du es auch immer nennen magst. Diesen Weg und seine Erfahrungen, seine Aufs und Ups und seine generellen Einschätzungen zur Testautomatisierung hörst du heute in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß dabei. Hallo Benjamin, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich finde es ganz toll, dass wir mal zusammen hier gekommen sind. Wir waren ja beide im Review-Team, auch bei der HUSTEF, ne? Und da habe ich schon ein bisschen Dings, und ich kenne dich ja natürlich auch von Social Media und von anderen Konferenzen, und jetzt habe ich dich endlich mal hier im Podcast auch. Ja, ich hab auch schon tonnenweise Beiträge von dir in Social Media gesehen und bin jetzt auf jeden Fall froh, dich mal hier richtig zu treffen. Ja, das freut mich auch. Ja, und wir haben uns gerade ein bisschen über die Konferenz unterhalten. Wir sind hier am QS-Tag 2025 in Frankfurt. Du hast deinen Vortrag ja schon gehabt. Ja. Der ist schon durch. Der ist schon fertig. Genau. Und jetzt kannst du ganz entspannt heute an Tag 2 hier Rede und Antwort stehen. Ja, genau. Da bin ich immer sehr froh, wenn mein Teil erledigt ist und ich dann einfach in den Vorträgen sitzen kann und zuhören kann. Genau. Ja, wir haben uns ja im Vorfeld auch ein bisschen unterhalten, worüber können wir sprechen, weil du natürlich auch eine gute Bandbreite an Themen hast. Aber eins ist schon ein bisschen unique, das ist quasi so dein Werdegang auch, so vom klassischen Softwareentwickler hin zum Test Automation Engineer oder TAE, wie man heute sagt, oder einige Begriffe dazu. Genau. Nenn es, wie du willst. Es kann SDET sein, es kann Test Automation Engineer, wie man es nimmt. Ja, hol uns da mal so ein bisschen rein. Wo kommst denn du her sozusagen? Also nur von der Profession, weil wie hat es denn das so bei dir begonnen? Begonnen hat es eigentlich mit großem Interesse für Computer und Programmierung in der Schule schon. Und ich erzähle jetzt nicht mein ganzes Leben, aber das hat schon dazu geführt, dass ich dann eine Ausbildung gemacht habe zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Ich wollte nie studieren, ich wollte immer direkt in die Praxis rein und bin dann durch verschiedene Firmen, die dann alle pleite gegangen sind. Aber nicht wegen dir. Ich hoffe nicht wegen mir. Und war dann 6,5 Jahre ungefähr selbstständig unterwegs als Webentwickler und Flash-Entwickler. Also, das ist ja schon ein bisschen her. Immer noch meine Lieblingsprogrammiersprache aller Zeiten, ActionScript. Leider gibt es das nicht mehr. Und bin dadurch durch meine Flash-Entwicklung in der Spielebranche gelandet. War dann 6 Jahre bei Ubisoft. Und da gab es aber keine Möglichkeit, mich richtig weiterzuentwickeln, gerade im Testbereich, weil da begann so mein Interesse am Testen, weil wir Software gemacht haben in einem Team für diverse Spieleteams weltweit. Und da kam ich zum ersten Mal in Berührung mit QA und mit Testprozessen und verschiedenen Testverfahren und Selenium. Mhm. Aber was hat dich denn damals so gereizt an Testen? Das würde mich mal interessieren. Mich hat einfach gereizt, glaube ich, dass wir das in der Hand hatten, wirklich qualitativ hochwertige Software zu liefern. Also das war quasi so ein Augenöffnen, das ich da hatte, dass ich erkannt habe, okay, es liegt nicht nur daran, dass ich Software erstelle, sondern die muss auch möglichst fehlerfrei sein und die muss auch eine gute Usability haben. Und da arbeitete es in mir so ein bisschen, und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich eine Sache, die will ich weiterverfolgen. Das ist auch mein Anspruch,
Genau, und durch Selenium, als ich gesehen habe, wie Browser-Tests quasi alleine ablaufen, dachte ich, das ist so cool, das muss ich irgendwie weitermachen. Und da es da aber keine Möglichkeit gab, so in diese Testrichtung weiterzugehen, habe ich dann gewechselt und habe dann eine Test Automation Engineer Rolle angenommen und die habe ich jetzt seit fast 10 Jahren. Ja. Ja, immer noch im Selenium-Umfeld, also ist das noch so dein Werkzeug der Wahl? Für Browser-Tests auf jeden Fall, immer noch Selenium, weil ich glaube, dass es besser ist, dass man Tools wirklich in der Tiefe kennt. Also ich bin auch in der Selenium-Gruppe drin, ich kenne den Code, ich weiß, wie das Ding intern funktioniert, was es kann, was es nicht kann. Und klar, ich beschäftige mich auch mit Playwright und Cypress und solchen Sachen, aber Selenium ist immer noch mein Tool der Wahl. Und da habe ich so eine Selektion von Tools, zu denen ich einfach immer wieder zurückkomme. Ja. Jetzt, du kommst ja aus der Softwareentwicklung, ne, und quasi, da passt ja Testautomatisierung natürlich gut, weil du da ja auch quasi skripten kannst und programmieren kannst. Was ist denn, glaubst du, dein Benefit, den du da mit reinbringst, wenn du aus der Softwareentwicklung kommst? Oder merkst du einen Unterschied, wenn du jetzt Testautomatisierer siehst, die jetzt einfach vom Test eher so in die Automatisierung gerutscht sind? Ja, ich merke einen großen Unterschied sogar. Also wenn man vom explorativen Testen kommt und in die Testautomatisierungsrichtung geht, dann klar hat man ein Riesenwissen, was Testmethoden und solche Dinge angeht. Man hat diesen Instinkt, wo muss ich suchen, um Dinge zu finden. Den habe ich noch nicht, auch nach den 10 Jahren noch nicht. Da arbeite ich dran. Aber was ich habe, ist solche Dinge wie Clean Code Prinzipien, Design Patterns, einfach Software Craftsmanship Prinzipien, die ich da einbringen kann. Und ich würde sagen, dieses Mindset, dass Testsoftware auch Software ist und genau den gleichen Prinzipien folgen muss wie die Applikation unter Test. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du da auch öfter mal einfach Automatisierungscode siehst, wo du die Hände über den Kopf zusammenschlägst und denkst, mein Gott, das ist ja nur Spaghetti-Zeug hier oder so. Ist das so? Ja, das gibt es, aber da muss man auch ein bisschen differenzieren. Für wie lange ist das gedacht? Ist das irgendwas, was schnell irgendwas testen soll und dann schmeißt man es wieder weg? Oder ist das was wirklich über Jahre hinweg benutzt werden soll? Wie zum Beispiel unser internes Test-Framework, was jetzt seit ich da angefangen habe, in meiner Firma benutzt wird und immer noch das Werkzeug der Wahl ist, weil es halt diesen Prinzipien folgt und weil es getestet ist, weil es erweiterbar ist und das macht halt einen großen Unterschied. Und ich weiß nicht, hast du Kollegen, die jetzt auch nicht aus der Softwareentwicklung kommen in der Testautomatisierung? Also, und wenn ja, kommen die dann auch zu dir und sag mal, kannst du das mal anschauen, ein bisschen hier Review machen oder refactoren meinen Code? Ja, gibt es. Also ich habe einen Kollegen, der meine damalige Rolle eingenommen hat. Also kurzer Rückblick. Ich war in diesen 10 Jahren, die ich jetzt bei Trivago bin, 5 Monate nicht da, weil ich wieder zurück in meine alte Firma gegangen bin. Nochmal geschaut, wie es ist. Genau, so ein Job Ping-Pong habe ich gemacht, weil es da plötzlich eine Stelle gab, die ein Automation Engineer war. Und dann dachte ich, okay, die Spielebranche ist immer noch tief in meinem Herzen und da gehe ich nochmal hin. Habe dann gemerkt, ist doch nicht so das Wahre und bin wieder zurück, konnte aber meine alte Rolle in der Firma nicht mehr haben, weil ich ja weg war. Und das heißt, dieser Kollege ist nachgerückt, hatte dann die Testautomatisierungsrolle und der kam aus der tiefen QA, hat das aber total schnell alles gelernt und wir arbeiten jetzt unglaublich gut zusammen. Und ich lerne von ihm sehr, sehr viel, was Testmethoden angeht. Er lernt von mir noch ein paar Sachen über Softwareentwicklung. Und so
schaukeln wir uns gegenseitig hoch quasi. Ja. Ich finde, das ist ja eine total geniale Kombination. Also wenn man Entwicklung ein bisschen versteht und Code versteht, ne, auf der anderen Seite die Testmethodik hat. Also wenn das irgendwo zusammenkommt, da ist man ja eigentlich, und man das auch immer gut balancieren kann, die zwei Dinge, ne, dann hat man natürlich da schon echt guten Impact auch in was Qualität angeht und gerade in der Automatisierung. Ja, also für mich ist das die total ideale Rolle, weil ich wirklich was mache, was wertvoll ist, was dann auch wirklich dazu beiträgt, dass unsere Software besser wird in allen Belangen. Aber auf der anderen Seite habe ich halt das volle Potenzial, Dinge zu entwickeln und zu coden, was ja eigentlich der Grund war, warum ich in diesen Bereich überhaupt gegangen bin. Mhm. Jetzt hast du gesagt Selenium, da muss ich noch mal so ein bisschen rein, weil das ist etwas so, ich nehme es gerade so wahr, ist ein bisschen uncool geworden. Ne? Es wollen jetzt alle Cypress oder nicht mal mehr das, jetzt gehen alle so Playwright. Ne? Jetzt kann man sagen, gut, das ist vielleicht auch ein Hype oder gerade irgendwie en vogue. Wenn du jetzt mal so drauf schaust, du bist natürlich tief im Selenium drinnen, wo siehst denn du, also du bist ihm nicht gefolgt, du hast natürlich jetzt deinen Rahmen auch, den du hast, kann man jetzt vielleicht nicht so einfach umstellen, aber gibt es für dich auch, wenn du darauf schaust und dich mit Playwright beschäftigst, sagst, das ist schon gut, das machen wir in Selenium eigentlich viel besser? Was Playwright macht, was mich immer so ein bisschen gestört hat, dass es nicht die realen Browser abbildet, die wirklich benutzt werden, sondern die Engines. Und auch nicht ganz so gut ist, wenn man auf Mobilgeräten testet, also auf echten Devices. Da ist Selenium immer noch ein bisschen besser. Wobei Playwright natürlich jetzt mittlerweile eine super große Community hat. Und ich sehe auch, dass es wirklich ein tolles Tool ist, dass da auch wirklich viel reingesteckt wird, das gut zu machen. Aber es benutzt auf der anderen Seite auch Prinzipien wie BiDi zum Beispiel. Das kommt aus der Selenium-Welt. Also was viele vergessen ist, Selenium ist nicht nur dieses kleine Werkzeug, um Browser zu steuern, sondern es gibt ja auch noch den Teil der Selenium-Gruppe, die wirklich die Standards definiert. Und die W3C Standards für bidirektionale Kommunikation mit den Browsern zum Beispiel jetzt gerade aufgesetzt hat. Ich glaube auch, das ist etwas, also das verkennt man ja auch ein bisschen, ne? Das Selenium ist natürlich jetzt schon lange da, hat eine große Community, eine große Reife mittlerweile auch erfahren. Ne? Und nur weil es jetzt quasi schon ein bisschen älter ist, heißt ja nicht, dass es deswegen schlecht ist. Ne? Eben, es entwickelt sich ja auch immer weiter. Ja. Also es passt sich ja auch an. Ja, das stimmt. Ja. Hast du in deiner Historie jetzt so bei diesem Wechsel in Richtung Testautomatisierung, wie hast denn du dir so das Testwissen draufgepackt? Hast du irgendwelche Schulungen gemacht? Hast du nur Blogs gelesen? Oder wie bist denn du in dieses Testthema oder die Automatisierung so mehr reingekommen? Wie hast du dich denn da aufgeschlaut? Ja, eigentlich durch Kollegen und Kolleginnen und ja, quasi Mentoren, die ich hatte in der Firma, die wirklich so lange schon im Testen unterwegs sind. Also eine Kollegin von mir, die ist, ich weiß nicht, wenn man der irgendwas sagt oder die irgendwas fragt, wie kommt es, dass es jetzt diesen Fehler in der Webseite gibt, dann sagt die, ja, das liegt wahrscheinlich am Feature A von diesem Team in Kombination mit dem Feature C von diesem Team. Ja. Die weiß einfach alles. Ja. Und solche Leute gibt es in der Firma so viele, dass ich denen auch über die Schulter gucken kann, wie finden die überhaupt die Gründe für irgendwelche Defects in unseren Produkten, welche Tools nutzen die, was für Gedankengängen folgen die. Und das hat auf jeden Fall den größten Einfluss gehabt. Ja. Also natürlich lese ich auch Blogs und gehe auf Konferenzen und so wie hier zum Beispiel. Also ich gucke mir auch nicht nur technische Vorträge an, sondern ich gucke mir auch total gerne so Erfahrungsberichte und exploratives Testen und solche Dinge an, weil ich weiß, dass ich da noch nicht auf dem Level bin, wo ich sein könnte. Jetzt, wenn wir so auf die aktuelle Entwicklung schauen, wir haben ja dieses KI-Zeug und als Softwareentwickler wirst du das ja auch ein bisschen
wahrnehmen. Ja, vielleicht habe ich von gehört. Hast du schon gehört. Wirkt sich das in deinem Job aus? Nutzt du das? Ist das etwas, wo du sagst, okay, da verändert sich auch die Rolle ein bisschen? Und gerade weil du aus der Softwareentwicklung kommst, da gibt es natürlich noch viel mehr Tools, gerade so als jetzt im klassischen Testen, was KI angeht. Ja, ich nutze das sehr viel und auch unser Management ist sehr dahinter, dass wir das benutzen. Nicht zum Selbstzweck, sondern einfach, dass wir lernen, dass wir wissen, was gibt es, was kann es, was können wir benutzen, was hilft uns. Und wir machen sehr viele Evaluierungen mit verschiedensten Tools. Also, weiß ich nicht, wir benutzen täglich eigentlich Copilot, Claude, wir haben eine Evaluierung gemacht mit Cursor und Juni und wie die ganzen AI-Assistenten heißen. Wir benutzen Dinge wie CodeRabbit zum Review. Also sehr viele verschiedene Tools. Wir haben auch quasi ein internes Tool mit Zugriff auf, ich glaube, mittlerweile 20 verschiedene Modelle, LLMs, die wir dann ausprobieren können. Also das benutze ich täglich. Sehe aber auch die Grenzen und die Risiken täglich. Und ich schwanke immer so zwischen, ich habe sehr große Angst vor der Zukunft. Und wenn das wirklich funktioniert, dann ist das total toll. Das wechselt eigentlich stündlich bei mir. Ja, also es ist immer so zwischen großen Party oder Weltuntergang. Ne? Genau. Was ich mittlerweile sehe, ist, dass ganz viele Testtools erschienen sind von verschiedenen Herstellern, die sagen, das löst alles, bis hin zu, wir können unser QA-Team abschaffen. Diese Versprechen habe ich auch schon gesehen. Und wenn man dann mal ein bisschen reingeht und evaluiert, dann sieht man, es ist eigentlich alles nur mit Wasser gekocht. Ja, genau. Das ist, aber es verkauft sich natürlich jetzt gerade. Es verkauft sich, ja. Aber ich denke mal, viele Firmen werden sehen, wenn sie das wirklich benutzen, das ist doch nicht das Wahre. Das stimmt. Wenn jetzt, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt so eher von der Testseite kommt, exploratives Testen kann, Fachtesten kann und sagt, okay, das mit der Testautomatisierung, das reizt mich schon, aber die Technik, da habe ich ein bisschen Respekt davor, ich kann selber vielleicht nicht programmieren. Was würdest du dafür selbst als Mentor quasi auftreten und sagen, was würdest du für Tipps an die Hand geben? Wie kann man denn da reinstarten und sagen, okay, das hilft dir da weiter, mal die Prinzipien zu lernen zum Beispiel? Ich glaube, was ganz gut ist erstmal nicht sich auf Tools zu fokussieren, sondern auf die Prinzipien, zum Beispiel auf Clean Code, Design Patterns, solche Dinge, dass man langsam da reinkommt, dass man vielleicht mal versucht, eine kleine Sache, die man täglich, 2-3 Mal macht, zu skripten. Es kann ja auch Bash-Script sein, es kann Python sein, was man will. Einfach, dass man ein bisschen da reinkommt und sagt, okay, das könnte mir ein bisschen Zeit sparen, wenn ich diese 3 Zeilen Code schreibe. Und was nicht so gut ist, glaube ich, dass man sagt, okay, alle benutzen Playwright, ich mache jetzt Playwright. Damit lernt man Playwright zu benutzen, aber man weiß nicht, was passiert da eigentlich. Und ich glaube, das ist wichtiger. Es ist also mal so die Prinzipien der Softwareentwicklung einfach auch mal zu verstehen. Genau. Also man ist ja in diesem ganzen Software Development Lifecycle schon drin, als Tester, als QA-Engineer, und also man hat Grundkenntnisse davon auf jeden Fall, sonst wäre man nicht in dem Job. Und da muss man halt ein bisschen tiefer gehen. Ja, finde ich total spannend. Ich habe mal vor langer Zeit, als ich auch noch programmiert habe, das ist schon lange her, da war auch immer so ein bisschen das Credo, also wenn du programmieren kannst, ist eigentlich die Programmiersprache egal. Ne? Also du kannst, weil du die Konzepte verstehst, und ob du da jetzt das eine oder andere verwendest, das nimmt sich da nicht viel, ne? Und man legt sich dann auch nicht so fest auf eine Technologie einfach. Ne? Ja, genau. Das sehe ich auch so. Also ich habe mittlerweile auch ein bisschen mit Python zu tun, was ich noch nie gemacht habe. Das fällt mir wahrscheinlich leichter als jemandem, der noch nie programmiert hat. Aber trotzdem hat es natürlich seine Hürden. Also ich kenne die Konzepte, ich weiß, was da ungefähr abläuft, aber
die Syntax, die Befehle kenne ich natürlich nicht. Ja. Und die muss ich erst lernen. Aber das ist wie eine neue Sprache zu lernen, wenn man eine kann, die damit verwandt ist. Ja, ist dann natürlich ähnlich. Ja. Was glaubst du denn, wie wird sich denn so die Rolle des Test Automation Engineer so in Zukunft weiterentwickeln? Das ist eine sehr spannende Frage. Das ist ein bisschen Glaskugel jetzt. Ne? Glaskugel, ja. Also es wird auf jeden Fall mehr KI-Unterstützung geben. Ich glaube nicht, dass es viel ersetzt. Also dieser ganze Vibe-Coding-Trend, ich habe es probiert, ich halte davon wenig. Außer man macht einen Prototypen. Das wird auf jeden Fall sich verbessern. Ich hoffe, dass es nicht dahin geht, dass man einfach nur noch sagt, ich brauche eine Software, die das und das macht und dann kriegt man die und dann funktioniert die 100%. Dann muss ich gucken, dass ich mir eine andere Karriere suche. Aber ich glaube, dieser ganze Testbereich an sich, der wird noch eine viel größere Rolle spielen, wenn der meiste Code, der erzeugt wird, nicht mehr von Menschen geschrieben wird, sondern von KI. Dann wird Testen richtig wichtig. Ja, das ist ein interessanter Tenor, der glaube ich, jetzt auch so langsam klar wird, ne, dass wir ganz viel Software kriegen werden in den nächsten Jahren, Monaten, die halt Qualität unbekannt hat. Na, und irgendwer muss sich das Zeug halt auch anschauen. Und es wird 1000-mal die gleiche Software geben. Also es werden Leute einfach Softwareprodukte kopieren, die es schon gibt, einfach weil sie es können, selbst wenn sie keine Programmierkenntnisse haben, und werden das versuchen zu verkaufen. Und das wird, glaube ich, ein großes Chaos, wenn wir da nicht gegensteuern. Ja, sehr spannend, was da noch kommt. Spielst du noch Computerspiele oder bist du da noch so drinnen? Oder? Ja, sehr gerne. Ja. Was ist so dein Favorite? Im Moment spiele ich Ghost of Yotei. Okay. Auf der PlayStation. Ja. Und das ist mega gut. Ja. Und findest du manchmal Fehler? Ich finde Fehler, ja. Ich habe gerade in diesem Spiel schon 3-4 Fehler gefunden, wo ich dachte, das ist interessant, dass die übersehen wurden. Ja, gut. Wobei mir die früher nicht aufgefallen wären, glaube ich. Aber man kriegt ein bisschen einen Blick dafür, ne? Das ist wie manche Tester das nennen, Bug Magnet. Ja, also dass man wirklich so magnetisch die Bugs anzieht. Ja, da kann ich ein Lied davon singen. Na gut, aber ja, ich habe so mein World of Warcraft, das spiele ich seitdem es gibt ungefähr schon. Das ist so mein Favorite, den ich immer wieder raushole und dann bei jeder neuen Erweiterung wieder mal ein paar Runden dann durchziehe. Und da sind auch immer wieder Bugs drinnen, die dann auffallen. Ja, was erstaunlich ist, das gibt es ja auch schon sehr lange. Ja, genau. Das ist schon alt. Ja, ich bin ja auch schon alt. Naja, gut. Benjamin, vielen lieben Dank, dass du hier im Podcast warst. Hat mich sehr gefreut. Das ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Macht richtig Spaß. Du hast ja ein gutes, breites Spektrum an Themen. Ich glaube, da werden wir noch mal ein anderes auch noch mal rausgreifen und in dem Podcast noch mal dann besprechen zu gegebener Zeit. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß auf der Konferenz und dann eine gute Heimreise. Ja, vielen Dank. Ich komme gerne wieder. Super. Schon notiert. Dankeschön.